Ja, herzlich willkommen zum vorletzten Vortrag des Tages. Mein Name ist Richard Stenzel, wie Sebastian schon gesagt hat. Ich bin CTO von Conviva. Und bevor wir zu den Links 4 News kommen, noch ein kurzer Blick auf die aktuelle Lage. Aus verschiedensten Gründen spielen im Moment alle Lieferketten komplett verrückt. Es stellen sich Fragen, die man kurzfristig beantworten muss, wie zum Beispiel: Welches Bestandteil eines Produktes kann ich kurzfristig mit was ersetzen? Welche Requirements habe ich an den Ersatz? Welche Tests muss ich durchführen? Welche Kosten hat denn der Ersatz? Oder die Bestandteile des Ersatzes? Was sind die prognostizierten Preisentwicklungen davon? Man mag sich fragen, was alle diese Fragen gemeinsam haben. Man braucht einerseits viel Expertise, aber andererseits auch Daten. Die Expertise gibt es natürlich in Ihrem Unternehmen, die Daten auch. Ich werde mich im Folgenden mal auf das Daten- und das Datenanalyseproblem fokussieren. Was ist das Problem mit den Daten in Ihrem Unternehmen? Die Daten liegen in den unterschiedlichsten Silos, in den unterschiedlichsten Abteilungen. Und das bedeutet, dass es keine Out-of-the-Box-Lösungen gibt, die das Datenanalyseproblem für Ad-hoc-Anfragen lösen. Warum gibt es denn da keine Lösungen? Weil die Dinge in unterschiedlichen Systemen unterschiedlich heißen, weil die unterschiedlichen Systeme keine oder nur schlechte APIs haben, sich also kaum integrieren lassen und weil die Systeme zumeist dafür gemacht sind, bestimmte Dinge sehr gut zu automatisieren. Aber garantiert nicht dafür, gleichzeitig Analyseanfragen über sich ergehen zu lassen. Und die jeweiligen Administratoren der Systeme werden jeden Versuch dazu auch sofort abwehren. Was kann man also machen? Der klassische Ansatz ist, erstmal ein Data Warehouse aufsetzen. Das bedeutet, ein Team wird damit beauftragt, die Daten aus verschiedenen Systemen per ETL dann ins Data Warehouse zusammenzuführen. Und dieses Data Warehouse kann man dann abfragen. Jetzt mag man sich natürlich fragen, was ist denn daran falsch? Und die Antwort ist natürlich gar nichts. Ich meine, das ist der Stand der Technik. Aber es gibt schon einen Haken. Nämlich so ein einziges Team für eine große Firma, das skaliert nicht. Das heißt, ja, nach 10 bis 50 integrierten Systemen wird das Data Warehouse nicht mehr größer, sondern das Data Warehouse-Team ist die ganze Zeit damit beschäftigt, den Status quo zu halten. Warum ist das dann so? Naja, die Begründung ist, angenommen, wir hätten jetzt mal 50 Systeme so integriert per ETL und ziehen das in ein Data Warehouse und jedes der 50 Systeme hat auch nur einmal im Jahr ein Systemupdate, dann hat man so 50 Updates im Jahr. Und das heißt, das Data Warehouse hat jede Woche ein Systemupdate. Und dann muss man immer irgendwas ändern und das ETL-System mag sich mal verschlucken und das Data Warehouse-System braucht selber mal eine Wartung. Und alles in allem wird man mit einem zentralen Data Warehouse-Team nicht weiterkommen, wenn man alle unternehmensrelevanten Daten analysefähig und vor allem auch KI-fähig machen will. Eine andere Begründung ist, wieso das mit dem einen Data Warehouse-Team nicht klappt. Fast alle Firmen teilen ihre IT in organisatorische Sparten. Zum Beispiel Entwicklung, Produktion und Sales haben jeweils eine eigene IT-Gruppe. Und dann darüber raus gibt es noch Business Unit. Das heißt, das multipliziert sich auch noch damit. Jeder dieser Gruppen ist so eine Art eigenes Königreich. Und um an die Daten eines fremden Königreichs zu kommen, muss man viel kommunizieren und man kommt an die Daten schlecht ran. Zum Beispiel mag es das Ziel einer IT-Gruppe sein, ein übergreifendes Data Warehouse zu bauen, aber die anderen Gruppen, die die Daten liefern sollen, die haben ganz andere Ziele. Also da fragt sich natürlich, könnte man jetzt das nicht dadurch lösen, dass man viele Data Warehouse-Teams parallel arbeiten lässt, die in verschiedenen organisatorischen Einheiten sitzen. Klar, das kann man machen, aber das Ergebnis wären dann natürlich auch viele Data Warehouses, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das ist zwar immerhin noch besser als jetzt gar nichts, aber richtig abfragen kann man die benötigten Daten auch nicht. Und mehrere Data Warehouses in verschiedenen Abteilungen übergreifend abzufragen, das funktioniert einfach nicht.
Wenn man bedenkt, dass man jetzt auch nicht nur Einzelprobleme oder Einzelszenarien lösen will, sondern heute schon sagt, Data is the new oil, dann sollte man umdenken. Man muss versuchen, eine übergreifende Methode zu finden, wie man datensilo-übergreifende Aufgaben lösen kann. Okay, also man braucht viele Teams, die parallel arbeiten. Aber vor allem muss man eben anders vorgehen. Wenn schon die Datensilos von einzelnen IT-Gruppen und Fachabteilungen gepflegt werden, sollten diese IT-Gruppen die Möglichkeit haben, anderen mitzuteilen, wie ihre Daten aussehen, also welche Datenschemata sie haben und vor allem, also was die Daten bedeuten. Also was in einem bestimmten Feld steht. Das heißt nicht nur der Wert 1, 2, 3, sondern eben auch, dass das Millimeter sind und wie die gemessen werden und so weiter. Und außerdem sollten diese IT-Gruppen natürlich die Möglichkeit haben, ihre Daten einfach zu veröffentlichen, sodass andere Leute die Daten zu Analysezwecken abfragen können, ohne dass die eigentlichen Systeme belastet werden. Okay, aber jetzt stopp. Wenn jedes Team einer großen Firma seine Daten selbst veröffentlicht, haben wir dann nicht tausende Data Warehouse-artige Gebilde und keiner kann mehr intelligente, übergreifende Abfragen machen. Also Olaf Kramer von Bosch hat vorher von 2000 Systemen gesprochen. Wenn jedes System so die Daten einzeln veröffentlicht, wie macht man das? Und darauf kommt es wirklich an, wie man das macht. Also ja, wenn man lauter Data Warehouse-Projekte machen würde, auf jedem System eins, dann hat man natürlich wenig davon. Aber wenn man es mit dem Ansatz des Semantic Web macht, dann sieht es anders aus. Was ist denn dieses Semantic Web? Also als Analogie, so im Internet hat halt jede HTML-Seite ist mit irgendeiner anderen Seite verlinkt und jede HTML-Seite hat eine Adresse. Und diese Adressen, die nennt man eben auch Links. Sehr oft sind die Links dann innerhalb von so einer Webpräsenz, aber oft gehen sie eben auch auf einen anderen Server. Tim Berners-Lee, also der das HTML und das WWW erfunden hat, hat nach der Erfindung des WWW den gleichen Trick, nämlich den mit den Links, angewandt auf Datensätze. Das heißt, im Semantic Web hat jeder Datensatz einen Link, ähnlich wie bei Webpräsenzen. Und diese Datensätze sind auch noch untereinander verlinkt. Also jeder Datensatz hat eine URL und kann auch per Browser abgefragt werden und verlinkt eben zum Beispiel auf andere Datensätze. Also zum Beispiel eine Bestellung könnte dann einen Positionsdatensatz haben, der die Adresse http irgendein Server orders O1234 hat und dieser Positionsdatensatz hat dann unter anderem wieder einen Link auf das Produkt, das jetzt vielleicht gar nicht in der Bestellungsdatenbank steht, sondern in einer Produktdatenbank gespeichert ist. Der Link auf das Produkt ist dann in einer anderen Datenbank und heißt halt dann http ein anderer Server Produkt P1234. Wenn man jetzt zum Beispiel das Gewicht einer Bestellung berechnen will, dann kann man die Positionen der Bestellung abfragen und über die darin enthaltenen Links das Gewicht aus der Produktdatenbank holen. Und es geht eben dann auch, wenn die beiden darunterliegenden Datenbanken auf verschiedenen Servern gespeichert sind, die wiederum von ganz unterschiedlichen IT-Gruppen gewartet werden. Wenn die Produktdatenbank dann zum Beispiel auch noch Links auf Bestandteile des Produkts hat, die wiederum Links auf Inhaltsstoffe haben, dann könnte man auch alle Inhaltsstoffe einer Bestellung einfach auflisten, ohne ein gemeinsames Data Warehouse haben, das alle Bestellungen, alle Produkte, Inhaltsstoffe und so weiter enthält. Und das Ganze ist nur durch Links miteinander verbunden. Und diese Links können, wie gesagt, abteilungs- und firmenübergreifend sein. Da mag man sich fragen, jetzt, was steckt denn bei dem Semantic Web eigentlich unter der Haube? Also es sind viele Dinge, aber es gibt eigentlich zwei zentrale Bestandteile. Zum einen, so wie kann man Daten abfragen und zum anderen, wie teilt man jemand anders sein Schema mit. Also wie kann man denn Daten abfragen? Während man Datenbanken normalerweise in SQL oder SQL abfragt, ist im Semantic Web die Sprache SPARQL oder SPARQL der Standard.
Und während SQL eigentlich sich ausschließlich auf das QL, auf diese Query Language konzentriert, hat das SparkQL auch noch ein P, also das Protokoll da drin, das eben das Datenprotokoll definiert. Eine SparkQL-Datenbank mit einem SparkQL-Endpoint kann man dann per Browser, wie gesagt, abfragen und bekommt auf eine Query ein festgelegtes Resultatsformat zurück. Und zwar egal, von welchem Hersteller das SparkQL-Endpoint ist. SparkQL ist ein offener Standard vom W3C. Das heißt, der es einsetzt, ist komplett herstellerunabhängig. Und man kann sich die Daten natürlich nicht nur im Browser anschauen, sondern es gibt für alle Programmiersprachen auch APIs für SparkQL. Okay, schön. Sparkle, SQL, alles ähnlich, nur jetzt offener Standard vom W3C. Aber was ist denn jetzt wirklich anders bei Semantic Web statt beim Data Warehouse? Semantic Web und Sparkle wurde darauf designt, also anders als die Data Warehouses, dass die Daten verteilt in Silos liegen. Das ist sozusagen die Grund-DNA vom Semantic Web, dass man nicht alles in ein Data Warehouse zieht, sondern dass die Daten wirklich verteilt in Silos liegen. Hier spielt auch die Idee vom ADFS hinein. Das ist das Zweite, nämlich wie teile ich jemand anders meine Datenschemata mit. Mit dem Resource Description Framework Schema kann man offen und herstellerunabhängig das Schema von Datenquellen beschreiben. Dieses Schema nennt man Ontologien. Ontologien können wesentlich und deutlicher umfassender sein als übliche Datenbankschemata. Insbesondere kann man auch in diese Ontologien reinschreiben, was die Daten bedeuten. Also nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Datenbankschema, da steht dann drin, dass es eine Tabelle T4711 gibt mit einer Spalte mtemp und die ist vom Typ Decimal, Zahl. Und man kann dann zusätzlich eben in der Ontologie definieren, was in der Datenbank nicht geht, dass es hier um Requirement handelt, dass mtemp die maximale Temperatur ist, gemessen in Fahrenheit, also so auch als Kontext, und dass ein Gerät eben maximal 10 Minuten diese Temperatur aushalten muss oder darf oder kann oder so. Das bedeutet, mit einer Ontologie in ADFS kann man Datenschemata beschreiben, sodass sie abteilungsübergreifend verstanden werden können. Und dass man halt abteilungsübergreifend einfach mehr sieht als nur so ein Datensalat. Okay, also wenn jetzt nun jede Abteilung in jedem Bereich so seine eigene Ontologie definiert, gibt es da jetzt nicht so Überschneidungen. Nehmen wir mal Person oder Mitarbeiter, also definiert dann jeder seine eigene Person oder Mitarbeiter. Um sowas zu vermeiden, muss man sich natürlich so auf gemeinsame Teile von Ontologien einigen, die dann alle verwenden. Und dann sagt man zum Beispiel unter HTTP meine Firma Mitarbeiter M4711 sehe ich halt den Mitarbeiter 4711. Und da sehe ich dann auch gleich die Telefonnummer und die Raumnummer und so weiter. Wenn jetzt jemand in einer Bauteile-Datenbank zum Beispiel diese Person referenziert mit dem Link HTTP meine Firma Mitarbeiter 4711, dann kann jeder sofort auch alle zusätzlichen Eigenschaften aktuell, also wenn er jetzt gerade den Raum gewechselt hat, wird es dann dort auch aktualisiert, auch mit anzeigen. Und das ist eigentlich das Interessante an diesem Semantic Web, auch so ein kleiner Beitrag wie die Mitarbeiterdatenbank. Wenn man die via ADFS und Sparkle sichtbar macht, hilft es allen anderen Projekten im firmeninternen Semantic Web. Ja, okay, wie erstellt man jetzt so eine Ontologie eigentlich? Also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und die einfachste ist, man nimmt einfach so eine Datenquelle wie eine Datenbank und tut sie 1:1 halbautomatisch als Ontologie veröffentlichen. Das heißt, jede Tabelle ist eine Klasse und jede Spalte eben dann so ein Prädikat davon. Und bei kleinen handgestrickten Applikationen mag das durchaus Sinn machen. Bei großen Systemen mit riesigen Strukturen sollte man schon vorher aufräumen oder eine idealisierte Ontologie entwerfen. Und manchmal muss man auch eine idealisierte Ontologie entwerfen. Dabei zum Beispiel Systemen wie bei Siemens Teamcenter oder dem CRM Microsoft Dynamics, da werden dann Pfade und Historien einfach so in Zeichenketten mit Sonderzeichen getrennt, gemengelt in die Datenbank geschrieben und also es wird einen Datenanalysten zum Verzweifeln bringen, wenn er das wieder auflösen müsste.
Natürlich kann man diese Ontologien dann selbst entwerfen, aber es gibt auch Firmen, wie zum Beispiel jetzt Conviva, die Ontologien für einige Systeme schon mitbringen und vor allem die Erfahrungen haben in der Ontologiemodellierung bei neuen Systemen. Und was macht man jetzt mit einer Ontologie, wenn man sie dann entworfen hat? Das ist ja also eine Art Datenbankschema. Man kann diese Ontologie dann in Links4 importieren und natürlich muss man dann noch ein paar zusätzliche Einstellungen machen, wie welcher Teil der Ontologie halte ich in dieser Instanz und welche Spezialindizes will ich noch aufbauen, um noch effizientere Zugriffsstrukturen zu haben. Also zum Beispiel könnte man erlauben, dass eine Teilenummer in verschiedenen Formaten gefunden werden kann und so weiter. Und wo findet diese Instanz jetzt dann die Teile, die nicht in der Ontologie enthalten sind? Und natürlich das Wichtigste, wo bekomme ich eigentlich die Daten her? Und wie transformiere ich die Daten in die idealisierte Ontologie? Und wie halte ich diese Daten in dem Cache dann aktuell? Vielleicht noch kurz die Frage, wozu brauche ich nochmal so einen Datencache? Kann ich die Daten eigentlich nicht immer sofort so vom originalen System abfragen? Also wir hatten vorher in den vorigen Vorträgen schon Slides gesehen, dass so direkte Abfragen von APIs nicht so ganz sinnvoll sind. Aber um es vielleicht kurz zu fassen, man könnte auch sagen, man kann sie schon mit technischem Aufwand abfragen, aber stellen Sie sich jetzt so eine Webseite vor, die zum Beispiel den Reifegrad eines gesamten Automobils anzeigt und immer wenn jetzt irgendein User auf ach, ich möchte es mal wissen oder Update drückt, dann muss die ganze Teiledatenbank ausgelesen werden, die ganze Projektdatenbank und irgendwas berechnet werden. Und wenn es viele User sind, die öfters mal Refresh drücken, dann ist das ganze Produktivsystem lahmgelegt. Also es ist definitiv besser, man macht es auf spezialisierten Indizes und auch die haben dann auch länger laufende Queries. Okay, wie fülle ich jetzt eigentlich solche spezialisierten Indizes, gerade wenn die Daten dann in so eine idealisierte Ontologie überführt werden sollen? Also, ich meine, kurze Werbeeinblendung, Firmen wie Conviva haben eben Produkte wie Links4, das ist so ein kompletter Software-Stack für so eine Aufgabe und schauen wir uns den Software-Stack da ganz unten an. Also Data Ingestion, das steht so dafür, um die Daten aus den Datenquellen auszulesen. Die blauen Boxen hier, die sind dafür da, dass man einen Low-Code-Ansatz hat. Das heißt, es können nicht nur Programmierer diese Daten holen, sondern es können auch IT-Berater machen. Data Engineering ist dann der Teil, der die Daten überführt in die idealisierte Ontologie und in den Graph speichert. Und oben haben wir dann die Query Language. Das ist die Ebene, wo auch das SPARQL drin steht, über das wir geredet haben. Und natürlich Links4 spricht jetzt nicht nur SPARQL, sondern auch OData und auch eine eigene Abfragesprache. Und die eigene Abfragesprache, das ist dann für die besonders komplizierten Fälle. Okay, also jetzt hatten wir so einen Graph besprochen und wie kann man den befüllen und wie kann man den mit SPARQL abfragen. Aber wir hatten ja vorher das Problem, dass wir viele Graphen haben und parallel die Graphen aufbauen wollen. Genauer gesagt, wir hatten vorher besprochen, nur eine Ontologie von einem Bereich oder Fachabteilung und wie man den eben abfragt. Aber wenn man jetzt mehrere hat, dann bietet Links4 eben die Möglichkeit, dass man die Graphen zusammen verbindet und wie über einen Graph mit SPARQL abfragen kann. Man kann also die Enterprise Knowledge Graphen Grenzen im Kopf vergessen und komplett über den Graphen abfragen. Und genau das erlaubt, wie vorher erwähnt, ein paralleles Arbeiten an den Enterprise Knowledge Graphs und den Ontologien. Und die Fachbereiche behalten damit dann ihre Souveränität über die Daten und Ontologien. Und lediglich an den Schnittstellen der Bereichen bedarf es dann einer Abstimmung. Zusammenfassend kann man dann sagen, Links4 setzt also die Ziele des Semantics Webs um. Die Datensilos und die Enterprise Knowledge Graphs werden vernetzt auf Basis offener Standards.
Und alle Informationen werden über SPARQL maschinenlesbar und damit abteilungs- und bereichsübergreifend abfragbar und analysierbar. Interessant wird Links4, wenn man die Digitalisierung des Unternehmens ernst nimmt und jetzt nicht nur so ein paar tausend Datensätze hat, sondern mindestens mal viele Millionen Datensätze. Und wenn man nicht nur eine Abteilung hat, sondern viele Abteilungen. Und wenn man viele IT-Systeme hat, die man zusammenbringt und wenn man auch Dinge abbilden will, die nicht direkt in das Semantic Web passen, wie zum Beispiel Security oder unterschiedliche Rechte und Rollen oder das Auflisten von Stücklisten und so weiter. Für ganz kleine Semantic Web Projekte gibt es Open-Source-Lösungen und andere Anbieter. Links4 steht für große Semantic Web Projekte. Wenn Sie nicht nur Snapshots Ihrer Daten im Semantic Web sehen wollen, sondern vielmehr das Ziel haben, eine sich dynamisch ändernde Near-Real-Time-Abbildung Ihrer gemeinsamen Unternehmensdaten oder Ihrer gesamten Unternehmensdaten im Semantic Web zu haben und so ad hoc abfragen und machen können und diese analysierbar zu machen und das ausfallsicher und das rund um die Uhr, dann sind Sie bei Links4 richtig. Also in kurz, Links4 vollzieht die Industrialisierung des Semantic Webs. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Richard. Mal ganz herzlichen Dank. Was ich an dir so bewundere, ist, du kannst so komplizierte Dinge so relativ einfach, locker und anschaulich rüberbringen, dass sogar ich das verstehe. Danke. Danke. Nee, fand ich klasse und ich hoffe, dass die schon Conviva Links4 kennenden Menschen erkannt haben, dass da ein paar neue Themen, ein paar neue Stichpunkte aufgetaucht sind, die uns gerade jetzt beschäftigen und auch für die Zukunft weiter beschäftigen werden, die zum Teil sich ja auch decken mit dem, was in den vorgehenden Vorträgen schon angesprochen wurde, insbesondere Bosch. Da sind wir in einem sehr engen Austausch ja miteinander, die auch vieles Neues ausprobieren wollen und da auch offen dafür sind, was ja auch ein wichtiger Aspekt ist für uns als Anbieter, dass es auch Kunden gibt, die aktiv was Neues und Weiterentwicklung sehen wollen. So, jetzt gucke ich kurz rüber zum Tim. Tim, gibt es Fragen? Auch wenn du deines Monitors beraubt wurdest. Ja, tatsächlich wurde meines Monitors beraubt. Aber ist gut weggegangen. Genau, wir haben tatsächlich auch 2 Fragen hier für dich. Vielen Dank nochmal. Ich fand es sehr cool. Also auch von unserer Seite sozusagen. Folgende Frage ist eingegangen, und zwar: Bei uns wird alles sehr langsam, wenn man über mehrere Triple Stores sozusagen Anfragen eigentlich macht. Ist das nur bei uns so? Also nicht bei uns, sondern bei dem Publikum so, bei den Fragenden so? Genau. Hast du da eine Antwort oder eine Idee zu? Also das scheint jemand zu sein, der Erfahrung hat, der Fragende, und auch wirklich was versucht hat. Und also sagen wir mal so, also wenn man Daten verteilt, ist es ganz selten, dass es die Abfragegeschwindigkeit beschleunigt. Also so, das ist ein allgemeines Phänomen. Andererseits könnte man sagen, so, es gibt so Open-Source-Tools, also wie zum Beispiel Apache Jena, bei denen ist es sehr auffällig, dass wenn man nicht nur einen Triple Store hat, sondern mehrere, dass die Abfragen dann sehr, sehr langsam werden. Das ist relativ klar. Und es gibt einige Hersteller, bei denen ist es auch so, die Triple Stores herstellen. Und Triple Store, übrigens für die, die sich jetzt nicht so gut auskennen in dem Gebiet, ist dieser Datencache, wo man die Daten speichert. Und jetzt kann man nur sagen, also für Links4 gesprochen, nein, bei uns ist es nicht so. Bei uns wird durch die Verteilung das nicht langsamer. Wieso? Naja, also Links4 ist sowieso ein inhärent paralleles System, das sich Daten in Charts aufteilt und in Replikas. Und wenn jetzt man 2 daneben stellt, dann sind es halt mehr Datencharts und mehr Replikas. Und dadurch wird es jetzt nicht langsamer, oder nicht wesentlich langsamer, weil es ist sowieso vorher schon verteilt gewesen und nachher auch. Und daher macht es keinen großen Unterschied, ob man oder wie viele Netze man jetzt dann hat und verlinkt. Wenn das die Frage beantwortet.
Mir hilft es weiter. Ich hoffe, dass es dem Publikum auch weiterhilft an der Stelle. Aber jemand, der Erfahrung hat, wird da so sicherlich mit umgehen können. Wir haben noch eine Frage, und zwar, die geht jetzt eher in die Richtung der Ontologien, die sozusagen ja ineinander übergreifen. Du hast es eben erwähnt. Hier wird auch explizites Beispiel der Mitarbeiterdaten angesprochen, die ja dann auf einmal offen sind sozusagen oder verfügbar. Wie sichert man das? Kann man das mit Links angehen? Sonst macht ja am Ende des Tages jeder, was er will. Macht ja jeder, was er will. Das ist natürlich eine lustige Frage. Macht jeder, was er will? Also eigentlich ist ja der Sinn der Übung, dass man Dinge publiziert, dass jeder machen kann nachher damit, was er will. Also ich betrachte das jetzt erstmal als positiv, aber das kommt natürlich auf den Firmenkontext drauf an. Also so, es gibt etwas es gibt in manchen Firmen ein Need-to-Know-Prinzip, dann ist es natürlich schlecht, solche Daten zu publizieren, und es gibt in anderen Firmen die Strömung des Proud-to-Share-Prinzip, also dass jeder seine Daten teilt und jemand anders kann damit machen, was er will. Das hatten wir jetzt auch vorher schon beim Bosch gehört, die Idee der Demokratisierung der Daten, also dieses ist einerseits so ein Proud-to-Share-Ding, aber auch andererseits wirklich ein Demokratisieren, ein Herausgeben der Daten. Und natürlich muss sich also auf einer organisatorischen Ebene man klar werden, welche Daten man eigentlich veröffentlichen will. Also so zum Beispiel, wer in welchem Raum sitzt, ist super praktisch, oder wer welche Telefonnummer hat, ist einfach sehr, sehr praktisch, wenn es jemand anders weiß. Also bei einem Bauteil ist ein Fehler aufgetreten und ich möchte nochmal den Designer von dem Bauteil, den Verantwortlichen, anrufen, und es ist klasse, wenn ich dann sofort die Telefonnummer habe. Also so, der Vorteil leuchtet ein. Natürlich kann es sein, dass die Telefonnummer dann auch bei einem Headhunter landet, weil jemand anders die Idee hat, ich frage mal alle Mitarbeiter ab und gebe die Liste dem Headhunter. Klar, also so ist es immer so ein Geben und Nehmen. Ich meine, das war jetzt aber der organisatorische Aspekt. Es gibt natürlich auch einen technischen Aspekt. Ich meine, da können wir dann mehr dafür tun. Man kann halt sagen, okay, ich kann so eine Gesamtontologie nehmen und die kann veröffentlicht sein. Was wir machen können, ist einzelne Datensätze sichern. Also so, dass Rechte und Rollen auf einzelnen Datensätzen liegen, sodass nicht jeder die sehen kann. Das kann man machen. Muss man halt wissen, je weniger Leute die Datensätze sehen, desto schlechter sind die Analysen, die man halt fahren kann. Aber das ist dann wieder was Organisatorisches. Also technisch kann man sagen, so, man kann Sparkle-Abfragen machen, und die Erweiterung davon ist, dass man nicht immer alle Datensätze zurückgibt. Also das können wir jetzt technisch machen, ist jetzt nicht der Standard, aber genau. Okay, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weitermachen. Es gibt aber jetzt keine akuten Fragen mehr. Richard, ganz herzlichen Dank. Ich weiß, dass du sowas auch magst. Oh, gerne. Deswegen auch für dich so ein Fläschchen. Genieße es mit deiner Liebsten zusammen oder auch alleine, wie auch immer. Auf dem Heimweg. Ja, auf dem Heimweg, nicht auf dem Fahrrad, bitte. Ja? Dankeschön, Richard.